wie viel muss ich unterstützen, wie viel muss ich den Schubs geben, dass mein Kind Selbstbewusstsein entwickelt, Selbstvertrauen vor allem entwickelt. Hallo und herzlich willkommen bei Loslassen und gemeinsam wachsen, deinem Podcast rund um bewusste und bedingungslose Elternschaft. Mein Name ist Manuela Festel, ich bin Mama, Mutmacherin und vor allem Mentorin für achtsame Kommunikation und gewaltfreie Konfliktlösung mit Kindern. Und genau darum geht es auch hier in diesem Podcast. Ich zeige dir, wie du deinen Weg in eine bewusste, authentische und bedingungslose Elternschaft findest und Konflikte schließlich mit deinem Kind achtsam, respektvoll und gewaltfrei lösen kannst. Ganz ohne Schimpfen und Bestrafen. Bist du bereit? Na, dann lass uns loslegen. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, hier bei Loslassen und gemeinsam wachsen. Ich freue mich riesig, dass du Lust hast auf diese so wertvolle und so großartige Episode in der Reihe Gefühle verstehen. Denn heute geht es um ein Thema, das viele meiner Klientinnen immer wieder mitbringen. Es geht um die Frage, wie kann ich mein vielleicht ängstliches, auf jeden Fall zurückhaltendes und vorsichtiges Kind ermutigen oder unterstützen darin, dass es sich traut, dass es seinen Fähigkeiten vertraut, ohne es gleichzeitig zu überfordern. Das ist heute Thema in dieser Episode. Ich werde dir heute verraten, wie du das Verhalten deines Kindes überhaupt einordnen kannst und vor allem dir bei dem Thema Angst Werkzeuge und Impulse mit an die Hand geben, um deinem Kind zu helfen, Angst zu bewältigen. Da geht es natürlich um das Thema Visualisierung und Visualisierungstechniken. Dann geht es vor allem darum, Selbstvertrauen zu entwickeln, Resilienz zu entwickeln, stark werden darin, sich zu erinnern, was man alles schon geschafft hat, wie du konkret dein Kind hier unterstützen kannst und vor allem natürlich auch die Beobachtung und der Teil der Selbstreflexion darin, nämlich zu entdecken, was der Konflikt von deinem Kind mit dir zu tun hat und wie ihr beide letztendlich gemeinsam wachsen könnt, das erfährst du heute in dieser Episode. Die Frage, wie gewohnt, die meine Teilnehmerin aus meinem Mentoring-Programm Gemeinsam wachsen gestellt hat, lese ich dir im Detail mit der jeweiligen Konfliktsituation erstmal vor. Wenn du auch mal eine Frage stellen willst, dann komm unbedingt auf die Warteliste von Gemeinsam wachsen, denn mein Mentoring-Programm wird auch demnächst wieder starten. Falls du sagst, mich interessiert das Thema Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und wie kann ich mein Kind da weiter unterstützen, mag ich dir im ersten Schritt meine Masterclass oder meinen Vortrag Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, empfehlen. Jetzt starten wir aber direkt los. Dir ganz viel Spaß dabei. Unser Sohn, der 6, ist in vielen Sachen eher ängstlich. Hauptsache dann, wenn es darum geht, sich selbst etwas zu trauen, zum Beispiel alleine im Kinderzimmer schlafen oder auch nur spielen, ohne Mama oder Papa auf einem Kindergeburtstag zu einer Spielverabredung gehen oder alleine nach der Schule nach Hause laufen. Das sind circa 15 Minuten. Auch traut er sich nicht Fahrrad fahren oder Roller fahren zu lernen. Ich bin mir nicht sicher, ob es hierbei um die Angst vor Misserfolg oder Verletzung oder etwas ganz anderes geht. Wir drängen ihn dabei nicht, sondern warten eher darauf, dass er von alleine soweit ist. Ich möchte seine Ängste natürlich ernst nehmen und finde das auch total wichtig. Ich weiß nur nicht, ob es manchmal nicht besser wäre, ihn etwas mehr zu fordern, über seinen Schatten zu springen. Jetzt die spannende Frage: Wie merke ich denn, dass ich ihm zumuten kann und wann es zu viel ist? Coole Frage. Mein erster Impuls, der da in mir aufkam, war: Du spürst es schon als Mama. Nichtsdestotrotz hat da wahrscheinlich dein Kopf ganz viel an Abwägen und analytisches Denken und linke Gehirnhälfte ist ja voll aktiv und redet da so mit rein und erzählt dir irgendwas. Und letztendlich weißt du aber ganz viel über dein Kind, das da in dir ja gewachsen ist und das du begleitet hast. Du hast gehört, welche Weinlaute und welche Mählaute irgendwas bedeuten. Du hast dann neue Sprachen gelernt, als dein Sohn eben ganz klein war. Und ich bin mir ganz sicher, dass du es weißt, wann du ihm etwas zumuten kannst oder wann es zu viel ist. Nichtsdestotrotz ist die Frage ja berechtigt, weil ja eine Unsicherheit da ist. Und
die Frage, die ich da so habe, ja, der Grund für seine Angst, den wissen wir ja nicht. Für mich wäre spannend, weißt du denn, dass es Angst ist? Also weißt du sicher, dass es in den Situationen, das heißt schlafen gehen alleine, spielen ohne Mama und Papa, oder nur spielen im Zimmer, ohne Mama und Papa auf den Geburtstag gehen, dass das immer was mit Angst zu tun hat? Oder sind da andere Themen mit dabei? Zum Beispiel nicht alleine schlafen gehen, weil alleine schlafen gehen einfach die Kinder grundsätzlich nicht mögen. Da ist tatsächlich immer auch ein bisschen Angst dabei. Alleine spielen im Kinderzimmer ist in der Regel für Kinder stinklangweilig, weil die Kinder dort sein möchten, wo die Party ist. Und die Party ist immer bei den Eltern. Das ist da, wo die Gemeinschaft ist, wo der Stamm ist. Und wir fühlen uns zugehörig zu unserem Stamm und wollen natürlich da auch beim Stamm sein. Ohne Mama oder Papa auf den Kindergeburtstag, ja, das kann auch Angst sein im Sinne von, das ist mir fremd, das ist mir neu, das ist da ist Unbehagen da. Vielleicht ist da aber auch, wenn der Freund bekannt ist und er da schon öfter war, was vorgefallen, was ihm ängstigt oder wo er sich Sorgen macht oder Gedanken dazu hat und noch keine Worte dafür gefunden hat. Das ist möglich. Alleine nach der Schule nach Hause laufen, ist da auch Angst wirklich das Thema? Also das fände ich ganz spannend, diese einzelnen Situationen nochmal zu unterteilen und wirklich hinzuschauen, ist es immer Angst oder ist es eigentlich was anderes? Das ist der erste Punkt. Jetzt zwei Sachen. Das eine ist, Angst können wir natürlich verändern. Ja, wir können die Angst verändern, indem wir auch mit den Kindern zusammen ganz großartige Visualisierungsübungen zum Beispiel machen. Also indem wir, wenn die Situation da ist, der Klassiker ist da immer die Angst bei den Kindern, wenn sie abends ins Bett gehen und die Monster sind da. Ja, das nehme ich da immer ganz gerne als Beispiel. Da kann man das unbedingt ja ernst nehmen und man kann dann Mittel finden. Man kann Mittel finden, diese Monster zu verjagen mit einem Monster-Spray, indem man Wasser in eine Flasche tut oder indem man zaubert, also indem man die Fantasie der Kinder anregt. Das sage ich jetzt deswegen, weil meistens die Angst vor Monstern in dem Alter ist, wo die Kinder eben eine rege Fantasie haben. Also irgendwas zwischen 4 und 6. Hilfe, meine Stimme. So, das ist der eine Aspekt. Der andere, den man da tun kann oder den man grundsätzlich machen kann mit der Angst, immer, ist eben zu sagen, auch für uns Eltern, komme ich deswegen auch noch zu dir zurück, was macht mir eigentlich Angst und wo spüre ich die Angst? Ja, also immer wieder die Zurückführung bei den Gefühlen, die wir haben, bei den Emotionen, die sind die Rückführung auf und zu unserem Körper. Wo sitzt dieses Gefühl? Wo spüre ich dieses Gefühl? Was macht dieses Gefühl in mir? Und dann kann ich zum Beispiel dieser Angst eine Form geben. Ich kann dieser Angst eine Farbe geben. Ich kann intensiv hinspüren zu dieser Angst und mit dieser Angst reden. Das sind jetzt so 1, 2, 3 Techniken, einfach nur mal so dahingesagt, da geht es noch in die Tiefe. Also ich kann die Angst sehr wohl, das ist wichtig, mit der in Kontakt treten und ich kann auch die Angst verändern. Ich kann mir neue Gedanken dazu machen, neue Bilder dazu machen. Das kann ich auch mit meinem Kind machen. Ich kann auch mit meinem Kind über die Angst sprechen, wenn sie gerade präsent ist und kann sagen, Mensch, wo fühlst du die denn? Was hilft denn der Angst in dir drin, die da gerade in deinem Herzen sitzt vielleicht, damit sie sich weniger ängstigen muss? Hast du Helfer in deinem Körper, die ihr ein Werkzeug geben können oder die mit dabei sind? Und wie schauen die aus und welche Farbe haben die? Können wir die neu anmalen? Also es gibt einfach so Visualisierungstechniken, die es uns ermöglichen, in der konkreten Situation mit dem Kind, das da Angst hat, klammert, hängen bleibt an einem, weint und panisch ist, über die Angst zu sprechen und mit der Angst in Kontakt zu kommen. So. Bei dir ist es gerade mit den Situationen, die du mir zeigst, weiß ich noch nicht, ob das auch eine wirkliche Angst-Panik-Aktion ist oder ob er sich einfach nicht traut oder Unwohlsein da ist. Auch dann lohnt es sich natürlich im Nachgang mit ihm drüber zu sprechen oder live in dem Moment, wo das da ist, mit ihm zu sprechen, um herauszufinden, was genau das Bedürfnis ist, das er hat, beziehungsweise das Gefühl, das da dabei ist. Grundsätzlich, die Frage, die du hast, geht ja mehr in die Richtung Selbstvertrauen entwickeln. Wie viel muss ich unterstützen? Wie viel muss ich den Schubs geben, dass mein Kind Selbstbewusstsein entwickelt, Selbstvertrauen vor allem entwickelt? Und das Selbstvertrauen ist ja was kommt und was sich tut, wenn wir positive Erfahrungen machen. Also da gibt es ja diesen Glaubenssatz, das Kind muss es lernen, dass es nicht klappt, weil im Leben, da klappt es öfters nicht und dann wird es hart. Ja, das ist ein Glaubenssatz, das ist völlig daneben. Wir lernen Selbstvertrauen, wir lernen Selbstvertrauen, indem wir selbst vertrauen, da steckt selbst ja auch drinnen,
immer dann, wenn ich positive Erfolge habe. Also wenn ich quasi spüren kann, ja, das klappt und ja, das geht. Und mich dann in ähnlichen Situationen, wo ich mal einen Misserfolg habe, sicher weiß, dass ich die Dinge kann oder mich daran erinnere, dass ich das schon mal konnte. Also je mehr Erfolge ich habe, mehr positive Erfahrungen ich habe, umso größer ist mein Selbstvertrauen. Und was nicht hilft in der Entwicklung von Selbstvertrauen, weder uns als Eltern noch den Kindern, ist es, wenn wir sie quasi schützen wollen, eigene Erfahrungen zu machen. Wenn wir ihnen quasi eine schlechte Erfahrung oder eine positive Erfahrung wegnehmen wollen, wenn wir sie beschützen wollen vor dem, was da vielleicht kommt, da müsste ich fast noch ein bisschen tiefer gehen, weil das ja auch mit der Kommunikation ganz eng verbunden ist. Also es geht ja darum, dass wir Erfahrungen machen und aus diesen Erfahrungen was mitnehmen. Und im Selbstvertrauen steckt auch das Selbst drinnen. Das heißt, ich selbst will die Erfahrungen machen. Das heißt, unserem Kind gebührt jegliche Form von Erfolg, den es für sich zu verzeichnen hat, genauso wie jede negative Erfahrung, die es macht, Resilienz aufbaut, um wieder daraus etwas zu lernen. Und dieser Begleitungsprozess, den wir machen, ist eben, dass wir da sind, dass wir begleitend, dass wir beratend tätig sind, wenn das Kind das möchte. Das ist wichtig. Also das hat nicht einfach quasi erzählen und tun und machen, sondern halt eben, wenn das Kind es möchte. Und dass wir dann da sind und dass wir bei einer negativen Erfahrung maximal das weiche Wölkchen sind, die Watte, die das Kind dann auffängt und stützt und eben dadurch begleitet und eben mitentdeckt, was man da gelernt hat, was für Fehler da waren, also was einem gefehlt hatte, was man gelernt hat, wie es jetzt positiv letztendlich weitergeht. Und die Kinder daraus eben durch den eigenen Weg gehen, stabil werden, durch den eigenen Weg gehen und die eigenen Erfahrungen machen, wachsen und Selbstvertrauen bilden. Wann merke ich denn, was ich ihm zumuten kann und wann es zu viel ist? Wenn ich quasi Sorgen habe oder ängstlich sein sollte in einer bestimmten Situation, dann brauche ich immer Sicherheit. Also ich brauche Sicherheit und vor allem Liebe, die Gewissheit, dass da jemand ist, der mich auffängt. Und das, was du da machen kannst oder was wir als Eltern machen können, ist, dass wir einfach sagen, dass wir uns sicher sind, dass der oder diese oder jene Aufgabe oder diese oder jene Herausforderung meistern kann. Und wenn nicht, wir da sind, um das miteinander durchzugehen, um das miteinander zu besprechen, um aufzufangen. Dass man quasi nicht allein ist mit dem Misserfolg. Und für diese Situation, die du mir da gesagt hast, wäre wirklich herauszufinden, ob es wirklich Angst ist oder ob was anderes dahinter steckt. Und natürlich auch die Frage an dich, selbstverständlich und ganz logisch, ich glaube, nach 10 Wochen gemeinsam wachsen ist es schon offensichtlich, dass es ja auch was mit uns zu tun hat. Also warum stört mich das, dass mein Kind in Situationen ängstlich ist? Also warum stört es dich? Warum macht es was mit dir? Wo hast du andere Wünsche? Wo ist in dir letztendlich vielleicht eine Sorge, eine Angst da, was die Entwicklung von deinem Sohn angeht? Ja, so viel vielleicht mal für hier und fürs Nachdenken und herausfinden, was denn da wirklich der Grund ist oder das Bedürfnis oder ob es wirklich die Angst ist in diesen einzelnen Situationen. Genau, ja, wir sind alle Stehaufmännchen, ja. Es gibt ja diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese Goldgräbergeschichte. Die Goldgräbergeschichte, habe ich noch Zeit? Doch, ich mache das jetzt noch ganz schnell. Die Goldgräbergeschichte, da geht es eben darum, dass man nicht aufgibt. Und nicht aufgeben und dranbleiben hat ja auch was damit zu tun, mit meiner Disziplin zu wachsen und dann eben auch mit dem Selbstvertrauen, mit der Sicherheit. Ich weiß, dass es klappt. Und bei dieser Goldgräbergeschichte geht es eben auch um den Goldgräber, der irgendwie Gold sucht und irgendwie Gold gefunden hat und dann eben wächst mit seinem Unternehmen und dann aber lange kein Gold mehr findet und gräbt und gräbt und gräbt und nichts mehr findet und dann eben entscheidet, er verkauft alles. Und er verkauft alles und derjenige, der es kauft, der hat letztendlich an der Stelle, wo der Verkäufer aufgehört hat zu graben, weitergegraben, 1 Meter oder 60 Zentimeter, also so ganz wenig nur und ist dann auf massig Gold gestoßen. Und da ist es letztendlich, in der Geschichte steckt letztendlich drin, dass wir manchmal vom Ziel aufgeben wollen,
vorm Ziel, was direkt vor uns liegt, dann sagen, jetzt scheitere ich lasse es jetzt sein. Und dabei liegt quasi das Gold direkt vor unseren Füßen. Und das gilt eben auch so bei der Entwicklung von Selbstvertrauen, von ich kann das, ich versuche es nochmal, ich bin Stehaufmännchen, ich bin gescheitert an einer Stelle und ich bin mir aber sicher, selbstsicher über meine Fähigkeiten, meine Kompetenzen und ich mache es nochmal. Und dann eben eine positive, große Erfahrung zu haben, die einem so durchschüttelt, dass man ein unglaubliches Selbstvertrauen bekommt. Und das ist einfach, das haben wir alle ständig. Wir Erwachsenen haben solche Erfahrungen, werden solche machen und unsere Kinder auch. Und sie müssen die selber machen, genauso wie wir diese Erfahrungen jeweils immer selber machen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir heute Zeit genommen hast, diese Podcast-Folge anzuhören. Wenn du noch mehr Impulse, Ideen oder Inspirationen auf deinem ganz persönlichen Weg zur bewussten und bedingungslosen Elternschaft suchst, dann abonniere unbedingt meine Newsletter oder du folgst mir auf Instagram, Facebook oder Telegram. Eine Frage, die ich außerdem immer wieder bekomme, ist: Manuela, was kann ich machen, konkret, damit mein Kind selbstständig und unabhängig wird? Hier lade ich dich herzlich ein, auf meiner Seite sprachzeichen.de/mit-kindern-sprechen vorbeizuschauen, denn hier findest du meine Vorträge, meine Masterclasses zu unterschiedlichen spezifischen Einzelthemen. Eine davon ist: Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird. In diesem Vortrag geht es vor allem um die 4 Kernbausteine, die Eltern ihren Kindern mitgeben können, damit diese frei werden, sich eigenständig und unabhängig entfalten können, nämlich emotionale Sicherheit, Freiheit, Vertrauen und Authentizität. Wenn dich also diese Fragen quälen, wie kann ich mein Kind unterstützen, Lösungen zu finden, wenn es alleine draußen unterwegs ist, dass es gut alleine zurechtkommt? Wie fördere ich die Selbstständigkeit bei meinem Kind? Wie kann ich Verantwortungsbewusstsein meines Kindes schulen? Und ja, welche Rolle spielt dabei auch das große Thema Vertrauen? Dann schau doch hier unbedingt mal vorbei. Ich kann das, wie dein Kind selbstständig und unabhängig wird, ist mein Vortrag, meine Masterclass, die du 12 Monate zur Verfügung hast, alle Folien downloaden kannst und außerdem ein Gutschein bekommst in der Höhe von 97 € der Masterclass, die du dann innerhalb der nächsten 6 Monate für ein Einzelcoaching oder natürlich auch für mein Gruppenprogramm Gemeinsam wachsen anrechnen lassen kannst. Wenn auch du mal eine Frage stellen möchtest, dann komm am besten auf meine Warteliste von Gemeinsam wachsen, meinem 12-wöchigen Mentoring-Programm von der Wut zu Respekt und liebevollen Eltern-Kind-Kommunikation. Das findest du unter sprachzeichen.de/gemeinsam-wachsen-Warteliste. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über einen Kommentar und natürlich, wenn du die Folge bei deinen Freunden und Freundinnen teilst und meinen Podcast abonnierst. Jetzt wünsche ich dir aber alles Gute. Wir hören uns sicherlich bald. Viele liebe Grüße. Ciao, ciao.